So, perfekt. Robert, danke, dass es heute geklappt hat. Gerne. Danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich weiß, wie wertvoll die ist, deswegen lass uns am besten direkt loslegen. Davor aber noch ein ganz kurzes Dankeschön für all das, was du und dein Team hier im ganzen Werk eins macht. The most startup-friendly place. Es passt einfach perfekt, würde ich sagen. Deswegen da vielen, vielen Dank für alles. Super, höre ich sehr gerne und gebe ich vor allem ans Team weiter. Ja, das kannst du machen. Also das wirklich so freundlich, wie man hier behandelt wird, ist echt krass. Also das kriegst du nicht zweimal, glaube ich. Super, höre ich gern, Ja, danke. ja. Perfekt, genau. Was macht man denn eigentlich als CEO vom Werk eins so? Haha. Eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm, also vielleicht ein bisschen zurückgreifend. Ich bin ja ein Werk 1 Gewächs und Mhm. habe mal als Head of Startups hier angefangen und sehr, sehr viel mit Startups zu tun gehabt, auch was das Scouting angeht. Und jetzt im Laufe der Jahre hat sich die Rolle einfach gewechselt und mittlerweile habe ich gar nicht mehr so super viel Kontakt zu den Startups im Mhm. Auswahlprozess. Dafür habe ich jetzt mein Spitzenteam, das Startup-Team, Ja. was ich ein bisschen schade finde. Aber ich versuche mir immer noch möglichst viel Zeit zu nehmen im Auswahlprozess und auch im Evaluationsprozess. So, und aber was ist das Eigentliche? Aktuell ist es sehr viel Thema unseres Erweiterungsbaus. Mhm. Das heißt wirklich auch Baustelle überwachen, die Gewerke mitsteuern, auch mit unserer BizDev. Und klar, also alles, was man so Richtung Geschäftsführung einfach macht, also Verträge prüfen, Mhm. ja, so ein bisschen der Strippenzieher sein, Ja. gucken, wo brennt es gerade oder was sind unsere nächsten strategischen Meilensteine, die wir erreichen wollen, um wirklich diesen nächsten Schritt auch zu machen, um noch besser zu werden, noch bessere Services anzubieten. Ja, und natürlich auch ganz viel Stakeholder-Management. Also Ja. das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, die man nicht unterschätzen sollte. Okay, perfekt. Zieh vielleicht das Mikrofon noch ein kleines Stückchen zu dir. Mhm. Genau, so ist optimal. Perfekt, super. Genau. Wie kam es eigentlich zu dem Umzug vom Werk eins Café? Ja, wir haben das Glück jetzt in dem neuen Gebäude, dass wir eine ganz, ganz tolle Passage unten hier im Ja. Werksviertel Mitte haben. Und ja, also Fortschritt heißt einfach nicht stehen bleiben. Und Mhm. da ist es auch jetzt so, es ist Zeit für ein neues Café, für ein größeres Café, für ein moderneres Café, Ja. was aber trotzdem noch den Charme dieses alten Mhm. Werk 1 Cafés hat. Und durch dieses neue Gebäude haben wir jetzt sogar noch eine richtige Gastro-Küche halt Ach, mit okay. hinbauen können, Ja, super. hinter der Theke. Und die ganzen Abläufe werden auch fürs Team insgesamt einfacher. Also Mhm. hier im Werk 1 haben wir dieses alte Gebäude, ja, was in den 50er, 60er Jahren gebaut wurde. Und das sind in verschiedenen Bereichen im Haus, sind Lagerflächen fürs Team gar nicht so einfach, teilweise über einen Lastenaufzug nur Ja. begehbar, der immer wieder fehleranfällig ist. Und im neuen Gebäude haben wir wirklich eine zentrale Lagerstätte für Nahrungsmittel und Getränke über einen guten Fahrstuhl angebunden, der Ah, direkt hinten okay. dann in die Küche führt. Und von der Küche kann dann direkt rausgeliefert werden an die Theke. Ja, Also perfekt. ist wirklich ein Meilenstein Ja. für unser ganzes Café-Team. Ich bin gespannt. Ich glaube, am 19. macht's auf, oder? Exakt, 19. Juni Genau, ist der ich werde große auf jeden Tag. Fall dabei sein, Ja, weil beim alten Café war ja schon der Vibe immer einfach der geilste. ja, ja. Muss ich echt sagen, da habt ihr alles richtig gemacht. Und vor allem für jeden, der auch im Werk eins mal sein möchte oder Unternehmer in München ist, einfach mal ins Werk eins Café kommen. Das ist echt einfach zu geil. Ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich. Genau, wir haben auch wirklich den besten Kaffee in der Ja, Stadt auf und jeden Fall. durch unseren italienischen Barista natürlich auch Ja, noch durch den Stefano perfekt gebrüht und wirklich jeder ist herzlich willkommen. Gibt absolut. freies, kostenloses Internet auch. Man kann auch von hier aus arbeiten und den Ja, ersten Schritt vielleicht mal Richtung Startup oder wo auch ja. immer hin machen. Gerade vor allem auch die Leute, einfach ein bisschen connecten oder sowas. Ich bin das erste Mal, wo ich hier war, habe ich einfach einen Kaffee schnell geholt und gesagt, ja, hey, kann ich mir 5 Minuten zu euch setzen? Und jeder war so freundlich und direkt mit 10 Leuten am ersten Tag Ja, connected in 20, 30 Minuten. Das ist einfach, das kenne ich vom Dorf nicht, weißt du? Also das ist bei uns ganz andere Nummer. ja. Deswegen feiere ich es hier absolut. Wie kam es zu dem Co-Living Space hier am Werk eins? Das würde mich interessieren. Ja, also wir betreuen ja seit Jahren erfolgreich digitale Tech-Startups und eine Reihe an Coworkerinnen und Coworkern, die ja auch immer wieder gründen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben Café, wir haben Event- und Meetingräume, wir haben das Coworking und Startup-Büros, aber was braucht es denn noch, um eigentlich erfolgreich zu gründen? Und mittlerweile gibt es immer mehr digitale Teams, das heißt, du hast dein Team vielleicht über ganz Deutschland, Europa, die Welt Mhm. verstreut. Wie kannst du aber noch miteinander arbeiten am besten und nicht nur rein digital? Eine Stadt wie München ist Fläche auch knapp, die Mieten sind extrem teuer. Ja.
Also was ist der nächste Schritt? Ja, wir bieten noch irgendwas an, wo man halt noch leben kann. Soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass man gar nicht mehr außer Hauses geht oder Mhm. keine Trennung mehr zwischen Arbeiten und Leben hat. Deshalb ist dieses Konzept auch ausgelegt für in Anführungsstrichen nur 1 bis 6 Monate, Mhm. dass man wirklich sagt, ja, man hat Internationals, die man hier gerne onboarden will in den ersten Wochen, Monaten für das eigene Startup, die kann man herholen. Man macht mal ein größeres Team-Event über mehrere Tage oder Wochen, wie auch immer, verbindet das mit verschiedenen Aktivitäten hier vor Ort. Oder man ist ein internationales Startup, kommt nach München, nach Bayern und hat vom ersten Tag an eine Arbeitsfläche, eine Wohnfläche, muss sich erstmal nicht um diese Problematik kümmern, kann von ersten Tag an voll durchstarten mit der Mhm. Business-Idee hier anzukommen, sich schon gleich in unser Netzwerk einzubinden mit den ganzen tollen Startups, Coworkern, Corporates, VCs, die wir im Netzwerk haben und ja, kann vom ersten Tag an mit dem digitalen Schlüssel Vollgas geben. Das muss ich so sagen, ist auch ziemlich geil. Ich glaube, 800 € ist das für ein Zimmer im Monat. Sogar noch 750 € No netto. Ja, way. Krass, okay. Also das schon, ich lebe ja gerade im Co-Living Space, haben wir ja das letzte Mal ganz kurz drüber ja, geredet. ja. Ähm, aber ich habe gesehen, also die Videos, die du auf LinkedIn gepostet hast und sowas, die sahen wesentlich besser aus. Also ich glaube, da habt ihr alles richtig gemacht und gleich nochmal einen Mitbewohner gewonnen für die nächste Zeit. Ja, würde mich freuen. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da müssen wir nachher sonst nochmal quatschen. Aber ich glaube, der Luca, der managt das ja. Exakt. Genau, da muss ich dann nochmal mit dem quatschen und dann kriegen wir das Ja, bestimmt hin, weil da würde ich mich sehr, sehr freuen, weil die Zimmer sahen echt ja. richtig cool aus. Also wir haben ein ganz, ganz tolles Team, Luca und Hanna. Und beide kommen auch so ein bisschen aus der Hotellerie, beziehungsweise Hanna auch sogar von einem ehemaligen Startup hier, von Ah, okay. Limehome, die auch so ein bisschen natürlich in dem Bereich unterwegs sind und ja, die wissen einfach, was sie tun. Und das Ja. spiegeln, glaube ich, auch dann die Zimmer und auch die Willkommenskultur einfach wieder. Ja, gerade vor allem mit eigener Küche war es, glaube ich, eigenes Badezimmer und sowas. Exakt, Das ja. ist krass. Also das haben wir zum Beispiel nicht bei Easy Street. Da habt ihr noch was nachzulegen. Und ich zahle auch noch mehr. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und du kriegst bei uns sogar noch die Reinigung einmal die Woche, Ja, inklusive genau. Bettwäsche und auch noch Handtücher und Co. Ja, Ja, genau. Aber da ja. ist bei Easy Street nur die Küche und Badezimmer werden gereinigt, nicht Okay, die eigenen Zimmer und okay, sowas. ja. Krass, okay. Aber ja, das ist ein Schnapper. Für München definitiv, Ja, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, wie bist du denn überhaupt CEO vom Werk eins geworden? Ja, das war, ähm, also ich bin ja schon länger in der digitalen Startup-Tech-Szene unterwegs, Ja. habe mal über Fördergelder und Akquise von Fördergeldern Drittmittel promoviert vor etlichen Jahren, habe dann Gründerzentren in Niederbayern mit dem Fokus Inkubator in Passau aufgebaut. Und die sind ja nach dem Vorbild vom Werk eins aufgebaut worden. Und es gibt dieses Förderprogramm Gründerland Bayern, was extra dafür ausgerichtet ist vom Freistaat Bayern, dass wir mehr diese Ankerzentren nicht nur auch in Metropolen, sondern auch jetzt in den ländlichen Raum hineinbringen, Mhm. um dort Leuchttürme zu bilden. Und 2019 hatte ich gesehen, dass hier die Stelle des Head of Startups vakant war im Werk eins. Und natürlich schielt man aus allen Regionen immer auch aufs Werk eins. Ja. Habe mich beworben und ja, habe die Stelle bekommen und habe mich vom ersten Tag an heimisch gefühlt und natürlich auch die Herausforderung, die es mit so einem großen Zentrum und auch Mhm. natürlich auch nochmal viel tech-intensiver ist, angenommen und bin da mega happy gewesen und habe dann intern immer mehr Verantwortung übernommen und dann hat unser, also vormaliger CEO, der Florian Mann, dann Ende 2021 verkündet, also er wird seinen Vertrag auslaufen lassen, er hat was Neues gefunden, auch super toll, also hier ein Gründerzentrum geleitet, jetzt mit Fertila ein eigenes Startup gegründet mit seiner Frau auch mit und ja, einfach auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geschmissen in der Ja. Ausschreibung und ja, mich dann durchgesetzt. Okay, nicht schlecht, hey. Also, da bin ich echt beeindruckt. Wie hast denn du dich fortgebildet für die Rolle? Aber ich meine, von heute auf morgen sozusagen CEO werden ist ja nicht so einfach. Ja, Wie war das bei dir? Hast du da einfach Bücher gelesen, andere Leute gefragt oder wie war das? ja. Also ich habe ein bisschen so zweigleisig gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich ein sehr gutes Verhältnis auch zum Florian immer hatte Mhm. und ich auch schon frühzeitig ja immer One-on-Ones mit ihm hatte, wo wir wirklich über verschiedenste Leadership-Themen, Strategiethemen auch immer gesprochen haben. Das heißt, ich hatte wirklich so 1,5 Jahre wirklich Zeit,
so Okay. ein bisschen reinzuwachsen. Ich war dann ja auch davor noch stellvertretender Geschäftsführer mit Prokura hier. Mhm. Also hatte schon viel Einblick und auch meine Zeit noch vielleicht in zweiter Reihe, Mhm. da die ersten Erfahrungen zu sammeln und dann natürlich mal viele Gespräche auch mit Mentoren und Mentoren. Das Werk 1 hat ein ganz fantastisches Mentoring-Programm mit Mhm. über 100 internationalen Mentorinnen und Mentoren und die stehen auch für unser Team frei zur Verfügung. Und natürlich bediene ich mich auch aus diesem Ah Pool ja. und habe dann immer wieder mal Sessions, Ja. auch zu Fragestellungen. Und ja, ich kann das also jedem nur auch empfehlen. Ratschläge sind zwar manchmal auch Schläge, aber manchmal kommen die auch ganz recht, um nochmal Sachen zu bedenken, wo man vielleicht selber so eingefahren ist oder Ja. was man vielleicht auch, es ist immer toll, wenn man Bücher liest, aber auf der anderen Seite, es gibt nichts Interessanteres und nichts Besseres, als aus dem eigentlichen Leben heraus die Erfahrung anderer Menschen Das zu stimmt. hören, die irgendwo immer einen Mittelweg gehen und nicht das, was immer hundertprozentig in den Büchern Mhm. schwarz oder weiß halt drin steht. Und das ist sehr angenehm, dann auf Ideen auch gleich Feedback zu bekommen. Das geht zum Beispiel aus dem Buch her dann Ja, eher klar. weniger, genau. Okay. Was treibt dich an, sozusagen, für die ganze Rolle von CEO vom Werk 1? Was ist dein Antrieb? Ähm, ja, es ist jeden Tag so, auch selbst in der Rolle noch so unterschiedlich, weil man mit so vielen tollen jungen, aber auch älteren Leuten zu tun hat, die Ja. fantastische Ideen haben. Das Ganze ist hier, ich sag's mal so ein bisschen, wenn ich auch mit meinen Kumpels oder so über unsere Teams rede, wie so ein bisschen ein Brennglas in die Zukunft. Also hier Okay. siehst du halt wirklich, was mit KI alles gemacht werden Ja. kann. Sehr viel im B2B-Bereich, das heißt also, da wird Software geschrieben oder Anwendungen geschrieben, die irgendwo ins iPhone reinkommen, die irgendwo der Arzt benutzt, wenn er ein MRT-Bild zum Beispiel Mhm. analysiert oder sowas. Also das, was du als Endkunde gar nicht mitbekommst, aber einfach dann vielleicht einen besseren Service siehst. Aber das sind alles Sachen, die auch hier in München entwickelt werden und die vielleicht auch erst in 3 oder 4 Jahren in gewisse Produkte kommen Mhm. oder den Weg weisen, wie vielleicht in 5 oder 7 Jahren die Zukunft aussieht, wie digital und automatisiert. Und das ist einfach fantastisch. Und das Ganze auch sehr recht international, mit ganz verschiedenen Nationalitäten, verschiedensten Ideen aus verschiedenen Branchen und das ist einfach so inspirierend, jeden Tag hereinzukommen. Dann noch garniert mit einem tollen Team, wo es einfach mega Spaß macht, Ja. mit denen zusammenzuarbeiten und dann auch, muss man auch wirklich, um es neudeutsch zu sagen, Props ans Ministerium auch einfach senden, Ja, absolut. auch einfach diesen starken Partner im Rücken zu haben, der all das natürlich mitfinanziert und der auch an uns geglaubt hat, jetzt auch diesen Erweiterungsbau finanziert hat und dass wir jetzt auf über 10.000 Quadratmeter halt wachsen können mit Mhm. diesem ja europäisch nahezu ja, vorwärtsdenkenden, einzigartigen Co-Living-Konzept, also von Café, Meeting, Eventflächen, Coworking, Büroräumlichkeiten und dann auch Co-Living, das ist schon, das sucht seinesgleichen, glaube ich schon. Und das Ja. ist toll, an dieser Geschichte einfach mitschreiben zu können. Finde ich auch, absolut. Okay, cool. Du hast gerade schon mal ein paar Startups und sowas angesprochen. Hast du zufälligerweise ein Lieblings-Startup hier am Werk 1? Nein, habe ich natürlich nicht, weil Zumindest eins, was dich am meisten interessiert. ich sage es mal so ein bisschen, als Papa oder Elternteil hat man ja auch nicht ein Ja. Lieblingskind. Zumindest Insgeheim, ja. offiziell. ähm, also ich sage jetzt mal wirklich, ich habe wirklich keinen Liebling. Ja. Ähm, also es sind alle super inspirierend und gehen ganz erfolgreiche Geschichten und genau, deshalb würde ich jetzt sagen, ich habe euch alle lieb und ich bin super stolz auf jeden Einzelnen. Die perfekte Antwort. Okay. Warum denkst du, also du hast ja schon mit relativ vielen Startups Kontakt gehabt, warum denkst du denn, dass so viele Startups scheitern? Ah, Also das ist mal auch eine interessante Frage, was Scheitern am Ende des Tages ist. Also ich glaube erstmal generell, selbst wenn ich mich mit meiner Idee, mit dem Produkt der Dienstleistung nicht erfolgreich am Markt durchsetze, bin ich an sich nicht gescheitert, weil ich habe so viele oder das Team hat so viele Erfahrungen Mhm. gesammelt, die du auch wieder über Bücher natürlich nur bedingt Ja. irgendwo dir aneignen kannst oder wie auch immer. Das heißt also, erstmal scheitert keiner, sondern gewinnt unglaublich an Erfahrung. Gut, es gibt dann Teams, die vielleicht einen Ticken erfolgreicher sind Mhm. und ihr Business dann ja, skalieren können, national wie international. So, das hat verschiedene Komponenten. Also ich glaube einmal, was ich jedem ans Herz legen würde, ist, scannt euer Markt wirklich sehr genau vorher.
Schließt euch jetzt nicht 3 Jahre ein und versucht das perfekte Produkt, wie ihr oder Family and Friends es feedbacken zu entwickeln, sondern versucht so schnell wie möglich eine Mock-up, einen MVP oder wie auch immer zu entwickeln und geht raus damit und testet es und führt auch gerne erstmal ein kleiner, also ein Produkt mit weniger Featuren ein, aber seid halt schon mal am Markt und habt erstes Kundenfeedback, weil da gibt es einfach nichts Besseres. Und mei, ich würde jetzt auch niemanden nur empfehlen, was weiß ich, Investorengelder einzusammeln. Es macht bei manchen Business-Ideen total Sinn, bei anderen kann es auch sein, dass Bootstrapping funktioniert, Mhm. dass es noch andere Finanzierungsmodelle gibt. Also lasst euch da auch jetzt nicht unbedingt nur vom Markt treiben, nur weil es jetzt heißt, boah, ihr müsst jetzt das und das machen. Nee, geht euren eigenen Weg. Der muss euch passen am Ende des Tages und es ist auch in Ordnung, hier und da mal vielleicht nicht innerhalb der ersten 2 Jahre vielleicht super erfolgreich zu sein Ja, und extrem skaliert zu haben, sondern vielleicht in 3 oder 4 Jahren. Also und dafür aber noch eure Anteile zu haben und oder mehr Anteile zu haben und dann eurem Credo am Ende des Tages treu zu bleiben. Und ich glaube, das, was auch noch sehr viel Erfolg ausmacht, ist, ähm, wie gesagt, sich nicht unbedingt leiten zu oder drängen zu lassen von extern, aber trotzdem auf den Rat externer zu hören. mhm. Also, wie gesagt, ich habe vorhin, Ratschläge sind auch Schläge oder Nackenschläge manchmal, Ja, aber die tun auch mal gut oder sind auch mal sinnvoll, ähm, weil es gibt einfach Leute, Experten, Mentoren, die einfach wesentlich mehr Erfahrung in der Branche haben und das können natürlich mal Feedback sein, die unangenehm sind, aber macht nicht die Schotten dicht, sondern hört euch das an, überlegt, was sinnvoll ist für euer Produkt, für eure Dienstleistung und adaptiert das ein oder andere und schaut, ob ihr dann einfach noch einen Ticken erfolgreicher sein könnt. Und das Letzte, was natürlich auch immer mit dazu kommt, ist einfach auch Glück und das richtige ja, Timing. Also ich kann die tollste KI entwickelt haben, aber der Markt ist noch nicht so weit. Ich kann das das tollste, stimmt. keine Ahnung, auch Nahrungsmittelprodukt entwickelt haben, dann gibt es eine andere Verordnung, EU-mäßig oder wie auch immer, und dann werden irgendwelche Stoffe anders Ja, ja. bewertet, wie auch immer, oder ich darf keine Werbung dafür mehr schalten, you never know. Also da gehört auch immer Glück und das Timing einfach mit dazu. Also und deshalb auch jemand, der es nicht schafft, wie gesagt, kann auch dieser Faktor gewesen sein und deshalb nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach ja, mit breiter Schulter rausgehen und sagen, hey, ich habe es versucht Mhm. und habe meine Learnings gemacht und die kann ich jetzt wo auch immer wieder im Leben, Arbeitsleben wie Privatleben dann irgendwo einsetzen und ja, auch anderen dadurch vielleicht helfen durch die Erfahrung. Absolut. Wenn man sagt, zum Beispiel 9 von 10 Startups scheitern, muss man es halt 10-mal probieren. Einmal klappt es dann vielleicht. Ja, oder sich jemanden holen, der schon 8-mal gescheitert ist, Zum Beispiel. Das um das stimmt. Verhältnis ein bisschen zu erhöhen. Also Spaß beiseite. Ähm, genau, also ob diese 9 von 10 Ja, scheitern, stelle ich auch mal so ein bisschen in Frage. Klar, es kommt immer darauf an, wo ist der Startpunkt, wo ich anfange zu zählen. Ist es jetzt so, hey, ich setze mich mit Kumpels zusammen auf ein Bierchen, sage so, ich habe eine Idee und die möchte ich voranbringen. Ist das der Startpunkt? ja. Oder bin ich jetzt das erste Mal richtig in Beratung gewesen, melde vielleicht schon eine GbR irgendwo an oder wie auch immer und das ist der Startpunkt. Also ja, aber auch da würde ich mich nicht, wie soll ich sagen, entmutigen lassen durch diese Zahlen. Ist das gleiche Phänomen wie Lotto. Die Wahrscheinlichkeit ist noch unwahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, aber es macht dem einen oder anderen vielleicht trotzdem Spaß und der Ja, das stimmt. ein oder andere hat dadurch einfach sein Leben halt geändert und deshalb einfach gerne machen, versuchen und ja, Lebenserfahrung Mhm. generieren im schlechtesten Fall, in Anführungsstrichen, schlechtesten Fall. Ja. Wie kommt man denn bei euch zum Beispiel im Werk eins an die Mentoren ran? Ähm, Was also sind wir da haben die Kriterien? Genau, du kannst bei uns als Coworker oder eben als Startup oder auch Mitarbeiter von Startups kannst du auf Ah, okay. unseren Mentorenpool zugreifen. Zukünftig natürlich auch die ganzen Co-Liver. Mhm. Und wir haben in den einzelnen Büroräumlichkeiten oder auch im Coworking zum Beispiel, nennen wir das Helpdesk. Mhm. Da ist ein QR-Code und dann ist je nach ja, Einrichtung, ob du nun gerade in einem Startup-Büro bist oder halt im Coworking oder wo auch immer, kannst du auf so ein Helpdesk zugreifen, kannst einfach Schaden im Haus melden oder kannst eben auch solche Sachen machen, hey, was sind unsere Perks und Benefits, Mhm. auf die komme ich dann oder ich will einen Mentor haben, dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet, wo die Mentoren und Mentorinnen-Profile online geschalten sind, Ah, okay. dass nur die Community sieht und dann kannst du halt auch nach verschiedenen Tags suchen und dann gibt es Ja. ein Formular,
Da solltest du einfach deine 2 Wunschmentoren eintragen und Mhm. dann macht unser Team das Pre-Matching und fragt auch bei den Mentoren und Mentoren an, ob das inhaltlich passt, ob das zeitlich passt und Ja. dann gibt es das Kick-Off und dann geht schon los. Okay, ja, sehr cool. Ja. Krass. Du kannst gerne probieren, wenn du möchtest, ne? Ja, ich probiere sehr gerne mal dieses Hey. Es wird High ausgesprochen, wie Hi, bei okay. Hydrated zum Beispiel. Macht Sinn, ne? Okay. Naja. Nur ehrliches Feedback, bitte. Nee, gut. Also, ich finde auch Grapefruit. Ja, In der Zeit, wo es heute immer alles so süß ist, großer Grapefruit-Fan. ja, Also, absolut. schmeckt. Ja, perfekt, das freut mich. Sehr schön. Das leite ich direkt an Daniel weiter. Ja, sehr gerne. Perfekt, okay, sehr cool. Welche Person hat dich im Leben am meisten beeinflusst? Mhm. Mei, ich bin auch ein Kind vom Land Mhm. und da mag man jetzt auch drüber grinsen, aber es sind eigentlich wirklich meine Eltern, ähm, ja, die mir Moralvorstellungen mitgegeben haben, die mir eine tolle Ausbildung ermöglicht haben, die aber auch in allen privaten wie auch gerade im Business-Kontext absolut Vorbildcharakter gehabt haben und ja, auch Sprüche geprägt haben, ja, wie, keine Ahnung, also Stillstand ist Rückschritt oder sowas. Mhm. Das heißt schon auch immer zu schauen, was kann man besser machen, Ja. offen für Kritik zu sein, weil ich glaube, das ist, was in der Gesellschaft heute leider verloren gegangen ist. Kritik heißt nicht, jemanden fertig zu machen, Kritik heißt, jemanden die Chance zu geben, auch besser zu werden, wenn Mhm. sie auch so formuliert ist, natürlich. Und ich glaube auch, ja, so einen gewissen sozialen Gedanken irgendwo zu haben, dass jeder Mensch gleich die gleichen Chancen hat und man jede Person auch anders halt diesbezüglich halt bewerten muss und nicht immer nur aus der eigenen Perspektive eine Wertung abgeben muss, sondern sich auch mal in die Person hineinversetzen, auch nachvollziehen muss, warum sagt der eine das, warum schafft der andere es nicht, was muss Mhm. ich tun, damit er es dann schafft oder wie kann ich ein System oder Umgebung schaffen, Atmosphäre schaffen, dass er auch das Maximale aus sich rausholt. Und ich glaube, das ist schon einfach wichtig. Okay, sehr stark. Wie gehst du am besten mit Leistungsdruck und Verantwortung um? Hm. Mit Leistungsdruck, weil das bin ich von klein auf wirklich gewohnt. Also war auch mal für mich ein hoher Anspruch aus meiner Erziehung heraus. Das heißt, ich habe auch Leistungsdruck oder Erwartungsdruck, jetzt gerade auch mit dem neuen Gebäude, definitiv. Ja. Aber ich habe ein relativ ruhiges Kissen, weil ich ein Spitzenteam hinter mir habe. Mhm. Ähm, wo ich weiß, dass wir alle Herausforderungen schaffen werden und jede Erwartung, ich sage mal, nahezu hoffentlich erfüllen werden. Mhm. Ähm, was mache ich noch? Ganz ehrlich, ich versuche mir, also ich bin wirklich, kann man auch wieder gut oder schlecht sehen, ich bin eher ein kleiner Workaholic, Mhm. muss ich schon sagen, aber ich versuche trotzdem mir sehr viel Auszeit zu nehmen. Also immer wann es geht, Digital Detox. Ich bin unglaublich gerne in den Ah, Bergen, okay. in der Natur Ja. draußen. Wenn ich zu Hause bei meiner Mom bin oder sowas, arbeite ich draußen im Garten und da wird auch da wirklich das Handy noch in meinem alten Kinderzimmer hingelegt und da wissen auch meine Freunde, meine Freundin, die brauchen mich gar nicht anrufen, weil ich Das ist dann gut. erst einmal später am Abend irgendwo drauf schaue. Die wichtigsten Leute haben dann eh die Durchwahl, Festnetznummer von meiner Mama, also wenn die Hütte brennt. Und Mai, wo dann eher weniger Digital Detox angesagt ist, aber was für mich Entspannung ist, ich habe einmal die Woche versuche ich immer noch mit einem meiner besten Kumpels, haben wir eigentlich einen PlayStation-Sattelabend Okay. und ja, da wird halt einfach gezockt Ja, und sehr cool. genau, versucht man halt immer so Auszeiten zu schaffen oder auch mit meinem alten Freundeskreis und auch, wo wir zusammen promoviert haben vom Lehrstuhl aus, gehen wir einmal im Monat irgendwo hier in München abends auch essen und Ja. wollen uns einmal so durch die ganze Küchen der Welt futtern quasi, Okay, sehr cool. was man ja in München ja einfach als so lebenswerten Standort natürlich gut Ja. machen kann. Und da ist dann auch wirklich, also egal wie stressig die Zeit ist, das ist so ein Ehrentermin. Da versucht wirklich jeder von uns, sich Mhm. die Zeit frei zu boxen und das tut einfach seelisch auch super gut und ist ja druckmindernd. Also muss ich Ja. wirklich sagen. Also da kann man gut abschalten. Okay, nicht schlecht.
Sehr cool. Was war der größte Fehler, den du als Unternehmer beziehungsweise als Geschäftsführer mal gemacht hast? Also bisher steht noch alles. ähm, der größte Fehler. Also vielleicht, das hat jetzt noch keine Auswirkung, aber ich will es ein bisschen anders formulieren, vielleicht nicht Fehler, aber das, was ich unterschätzt Mhm. habe, wirklich auch ist einfach ähm, der Bereich, ähm, wie wichtig es ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dass jeder Mensch irgendwo anders ist und auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir eine sehr plurale Gesellschaft, heterogene Gesellschaft sind, was toll ist, aber dass auch die Ansprache da unterschiedlich erfolgen muss und das ist in einer Zeit, wo es heutzutage man auch als Arbeitgeber viele Regularien oder flexible Regeln schaffen sollte mit Mobile Office und Co., dass durch jede Ausnahme, die man wieder schafft, leider dann doch irgendwo wieder Ungerechtigkeiten schafft, weil wir sind ja an die 30 Leute, wir haben Leute, Haustechniker, Café-Team, also Event-Team, die können kein Mobile Office machen, Mhm. die sind hier vor Ort Klar, dringend macht Sinn, wichtig. ja. Andere Bereiche wie Finance oder sowas, die können natürlich rein theoretisch sehr viel Mobile Office machen. Wieder andere Bereiche hier im Startup, Co-Living, Coworking-Bereich, die müssen eigentlich auch eher vor Ort sein. Und dann ein System zu finden, was jedem irgendwo gerecht wird, aber eine gewisse Flexibilität hat, bei gleichzeitiger Qualität für die Community, für euch Residents, Ja. ist unglaublich schwer und fast unmöglich, weil jeder ein anderes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und genau, das habe ich ich will nicht sagen, ja, doch so ein bisschen auch unterschätzt, wie schwierig es ist, so ein faires System irgendwo ja, zu schaffen. Mhm. War das dann auch deine größte Challenge oder gab es da noch was anderes? Ja, ich glaube, die Challenge hält an. Ja. Ja, und natürlich, also die größte Herausforderung war jetzt einfach, also so ein Gebäude wie unser Werk 1.4 jetzt dann wirklich auch zum Stichtag X Mhm. in Betrieb zu nehmen. Und das hat schon viele, muss ich schon auch sagen, egal wie oft ich auch in der Natur war oder Playstation gespielt habe, schon viele schlaflose Nächte gemacht, weil Das glaube ich. es sind einfach, das hast du ja nicht selber in der Hand, du hast so viele Gewerke, du bist auf Lieferketten angewiesen, auch wenn du das monatelang vorher bestellt hast, was weiß ich, kann es trotzdem sein, dass es nicht geliefert wird. Und Mhm. wenn eine Komponente A nicht geliefert wird, dann kannst du Komponente B und C auch nicht irgendwo installieren und Ja. dann setzt das so eine Kaskade in Gang und musst halt dann wirklich Alternativen schaffen. Oder dann eben auch, ich bin so ein kleiner Perfektionist, auch dann mit den imperfekten Leben, Mhm. weil natürlich, auch das ist so ein Learning, auch gerade so aus dem Eventbereich oder wie auch immer, du selber weißt, was nicht perfekt gerade läuft. Und das ist auch das, was ich versuche, immer meinem Team mitzugeben. Macht euch nicht zu sehr den Kopf am Ende des Tages. Der Kunde draußen, die Leute auf der Veranstaltung oder wie auch immer, sehen, dass 80% super top sind. Die Ja, 20%, da sind wir bei meiner BWLer-Regel 80-20, die genau. 20%, die vielleicht hintenrum nicht hundertprozentig gut gelaufen sind oder wo ihr euch auch als Team mal ein bisschen angemotzt habt, das ist natürlich schade, aber ist auch mal okay. Mhm. Macht da einen Haken dran. Das merkt aber die Leute draußen nicht. Und das gleiche mit dem neuen Gebäude, klar, da funktioniert auch noch nicht alles hundertprozentig. Manche Sachen fallen auf. Da muss noch nachgesteuert werden, Ja. aber viele Kleinigkeiten, das sehen die Leute nicht und das ärgert uns brutal. Aber die Leute sind trotzdem erstmal happy und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Kleinigkeiten jetzt wirklich schnellstmöglich abarbeiten und die Qualität nochmal nach oben fahren. Ja, und das sind halt so die Herausforderungen dann. Bei den ganzen Dingen, die du machst, sind ja bestimmt auch mal Sachen dabei, die du nicht gerne machst. Wie behältst du da bei der ganzen Sache, nachdem es vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Sachen sind, die nicht so viel Spaß machen, wie behältst du da den Spaß, beziehungsweise einfach, ja, so die Lust an der ganzen Sache? Die schlechten Sachen delegiere ich weg. Nein, Ah, Spaß. schlau, sehr schlau, okay. Nein, ich versuche wirklich möglichst viel zu machen und auch das gehört aber auch im Leben dazu. Ja. Also ohne Lernen kein Erfolg, ohne Fleiß kein Erfolg, ohne, wenn du trainierst, sei es Radfahren, Skifahren, keine Ahnung, Tauchen, Mhm. Motorradfahren, du musst halt auch Sachen machen, die vielleicht weniger Spaß machen. Und da gibt es eine ganze Reihe, die vielleicht langweilig sind oder die abstimmungsintensiv sind, aber die
trotzdem regulatorisch wichtig sind, um ein Zentrum wie das hier zu betreiben, auch im Rahmen gerade der öffentlichen Förderung. Ja. Und das ist einerseits manchmal demotivierend, aber da muss man halt auch sagen, okay, das schlucke ich jetzt, das muss ich akzeptieren, weil das, was daraus geschaffen wird im Endergebnis, was Mhm. hinten quasi in der Pipeline halt rauskommt, ist halt umso toller und ermöglicht ganz vielen Menschen ihren Traum zu verwirklichen. Und das muss immer im Fokus stehen und das muss immer der Motivator sein, dann auch selber zu sagen, okay, ja, ich muss es jetzt einfach machen. Also Mhm. auch wenn es vielleicht in dem Moment keinen Spaß Ja. macht, aber ich gucke nachher an die glücklichen Gesichter der Leute und dann weiß ich, es hat sich gelohnt, Okay. den einen sauren Apfel gegessen zu haben. Okay, ja, nicht schlecht. Okay. Wenn das jetzt zufälligerweise jemand hören sollte, der jetzt gerade zum Beispiel 18 ist, Unternehmer sein möchte, was würdest du dem am ehesten raten? Außer ins Werk eins zu kommen, natürlich. Was ich dem raten würde, also nach wie vor eine gute Ausbildung zu machen, Okay. egal ob Universität oder Fachausbildung, Berufsschule, wie auch immer, weil es sind schon noch immer die Skills, die gebraucht werden und die wichtig Ja, sind, auch gerade, auch wenn es unpopulär mittlerweile ist, aber es geht nichts über eine gute BWL-Ausbildung auch, also weil mhm. wenn ich die Zahlen, wenn ich weiß, wie Markt funktioniert, Absolut, ja. wie ich kostendeckend operieren kann am Ende des Tages, werde ich mich, egal mit welcher Idee, eher schwer tun. Mhm. Und dann ist es, weil wenn du gründen willst, such dir 2, 3 Gleichgesinnte, die Mhm. unterschiedliche Schwerpunkte haben und Stärken haben. Und ja, auch das, wenn es unpopulär ist in der Zeit von Work-Life-Balance, aber klotz ran. Also Absolut, ja, von nichts kommt nichts. das Und stimmt. wie man es auch so früher gesagt hat, Lehrjahre sind keine Herrenjahre in dem Sinn. Also wenn Mhm. es um Meisterausbildung ging, da ist es genauso. Also es ist immer anstrengend, Unternehmer zu sein, in welcher Phase, aber gerade am Anfang natürlich, wenn es darum geht, ein Produkt zu bauen, Dienstleistung zu bauen, erste Kunden zu haben, dann auch deinen eigenen Brand aufzubauen, dass du halt dann auch über Mundpropaganda oder gute Marketing dann an Ja. weitere Kunden kommst. Das ist eine schwere Zeit, da braucht man sich jetzt nichts vormachen. Es gibt wenige Modelle, wenige Erfolgsgeschichten sicherlich, die sich eher einfacher tun, Mhm. aber der Weg ist schon auch steinig und deshalb braucht man gutes Schuhwerk und aber dann Gut funktioniert es, gesagt. ja. Ja, okay. Du hast zum Beispiel gerade angesprochen, so 2, 3 Gleichgesinnte zu suchen. Wie würdest du sagen, findet man solche Leute am besten? Hm, Also natürlich, wenn ich jetzt an Ausbildungseinrichtungen bin, jetzt Berufsschulen, wie auch immer, Ja. Hochschulen, wie auch Ja, immer, okay, dann. gibt es Netzwerke oder gibt es auch Genau. Hochschulgruppen, gibt es ganz tolle Entrepreneurship, ähm, ja, Bildungsmöglichkeiten in diesen Bereichen. Also das heißt, da werde ich immer irgendwo Gleichgesinnte finden und ansonsten es gibt mit Munich Startup ein tolles Portal innerhalb von München, wo man auch kostenfrei alle möglichen Startups recherchieren kann, alle Gründerzentren, alle Hochschulprogramme in dem Bereich, auch alle möglichen Events. Mhm. Und dann würde ich einfach empfehlen, geht auf die Events, die angeboten werden. Und klar, das können jetzt teure, professionelle Events sein. Das können aber auch einfach so leichte After-Work-Events sein. Ja. Also wie hier unser Afterwerk zum Beispiel, auch alle 2 Monate einmal. Ist offen für die ganze Szene und vernetzt euch mit den Leuten. Mhm. Also führt Gespräche und ähm, scheut euch nicht, auf andere Menschen auch zuzugehen und dann auch zu sagen, hey, du, ich habe eine Idee, Ja. hast du Lust mitzumachen und dann auch wirklich zu gucken, dass man vielleicht nicht nur 3 BWLer hat nebeneinander, Ja. sondern dass auch vielleicht eine ITlerin mit dabei ist und vielleicht jemand, der irgendwo vielleicht noch andere Kompetenzen mit hat Ja. oder der vielleicht einen Ticken älter auch einfach ist, der schon mal in dem Markt operativ gearbeitet hat und dann dort einfach vielleicht sein Netzwerk hat, was auch nicht Das zu stimmt. verachten ist. Ja, sowas Ja, ist eh Gold wert. ja, Also erstens verschiedene Skills und zweitens ein Netzwerk von ja, jemandem da oder ein Mentor. Das ist zum Beispiel das Ding. exakt. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Was glaubst du, ist das nächste große Ding bei uns in der Gesellschaft? Damals war es zum Beispiel die Druckerpresse, jetzt das Internet. Was glaubst du, ist das nächste? Das nächste große Ding, naja, ich also denke schon, dass es natürlich künstliche Intelligenz ist. Mhm. Also da wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Ich glaube, das ist es ja mittlerweile eigentlich fast schon.
Zum Beispiel der Ja, Podcast wird jetzt von der AI nachher okay. bearbeitet. Ach krass, Ja, okay. Also da bin ich echt gespannt. ja, Ja, also das wird einfach das große nächste Thema sein, dass wir es öffnen können für alle möglichen Bereiche, aber auch einen gewissen Moralanspruch, Ethikanspruch nicht verlieren. ja. Regularien, also sag mal, Regularien ist vielleicht das zu viel gesagt. Ich bin immer kein Fan von zu reguliert, Mhm. weil das die Luft gerade für junge Teams, Startups irgendwo nimmt, mal Produkte hier auch in Deutschland zu testen. Oder weil ja auch keine so großen Legal-Abteilungen sind, um sich da großartig rumzuschlagen. Ja, Aber wir sollten es schon zumindest mal beobachten, um dann ja. auch vorbereitet zu sein, um im Fall des Falles irgendwo einschreiten zu können. Aber das sind, ich glaube, ein großes Potenzial von KI, aber natürlich, das wird eine große Änderung für weite Teile der Berufswelt auch einfach mit sich Mhm. bringen. Und auch das kann man wieder gut oder negativ sehen. Ich bin eher Optimist und sehe es positiv, weil gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel in allen möglichen Bereichen, wenn wir dann ein gutes Bildungs- oder Weiterbildungssystem haben, Ja. wo wir dieses Potenzial irgendwo dann in nutzvolle Bahnen lenken können, kann das schon, also ja, ein richtiger Vorteil insgesamt werden. Also ja. Mhm. Ich hatte jetzt noch eine kurze. Genau. Die letzte Frage, die ich eigentlich. Zwei letzte Fragen noch. Mhm. Einmal, wenn du jetzt nicht Geschäftsführer geworden wärst, beziehungsweise Unternehmer an der Stelle mehr oder weniger, was, was wärst du dann geworden? Was ich dann geworden wäre. Genau. Ich glaube, also wo ich immer Mords Bock drauf habe, ich liebe Musik. Mhm. Früher viele Jahre ja, Instrument gespielt und alles drum und dran. Und Welche Instrumente? Oder also nur eins? Instrument Klavier, Ah, also okay. während meiner ganzen Schulzeit. Ich tanze dazu noch lieber. Okay. Ich glaube, was mir schon immer Bock gemacht hätte, ist DJ zu sein. Okay. Also ja, also Paul van Dyk und Co. Ja. Wenn man da so einfach sieht, wie man die Massen inspirieren kann, zu Mhm. Spaß verleiten kann, wenn man cool mixen könnte, Mhm. wenn ich das Equipment hätte. Also ich glaube, dass ich viel Zeit hinter so einem Mischpult verbringen könnte. Genau. So, das wäre das eine. Oder ich wäre, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Landwirt, aber ich glaube, ich hätte mich irgendwo nach Kanada abgesetzt oder sonst irgendwas, Okay. rein krass in die Natur und Cannabis irgendwas da. angebaut. Wie bitte? Cannabis angebaut, oder? Nee, das definitiv nicht. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich Ja, hätte was Klassischeres wahrscheinlich da okay. gemacht, ja. Okay, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch noch zwei letzte Fragen Na nochmal. klar. Genau, einmal, was ist so dein Overall-Ziel im Leben? Mein Overall-Ziel im Leben. Ähm, ja, ich glaube, das eine geht mit dem anderen so ein bisschen einher. Mhm. Natürlich eine tolle, wertstiftende für mich, aber auch für mein Umfeld wertstiftende schon auch Karriere irgendwo zu machen, Mhm. die mir dann natürlich auch die nötigen Freiheiten gibt, natürlich auch monetär, muss man auf der einen Seite Ja, sagen, klar. in der heutigen Zeit, wo auch alles so teuer geworden ist, eine tolle Familie aufzubauen, die Werte, die ich von meinen Eltern erhalten habe, dann an meine Kinder weiterzugeben. Genau. Und Okay. auch immer so, ja, meinen Optimismus nicht zu verlieren und den Spaß, den ich im Leben oder beim Arbeiten habe. Genau, also wenn ich das so schaffe, dass ich optimistisch, spaßig meinen Lebensunterhalt wertstiftend betreiben kann Ja, und dann noch eine tolle Familie aufbaue mit Kindern, dann glaube ich, habe ich alles geschafft, wenn ich irgendwann mal die Augen zumachen kann. okay. Ganz zufrieden sein. Sehr inspirierend, sehr inspirierend. Okay, krass. Okay, letzte Frage. Hast du zufälligerweise ein Lieblingszitat? Ein Lieblingszitat. Hm. Das ist dann ja. So ein richtiges Lieblingszitat habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich bin ein Fan von gewissen Änderungen, von Wandel, von Vorankommen und deshalb ist für mich so, auch wenn es auch heute vielleicht in die aktuelle Zeit auch nicht mehr so passt, aber ich finde, Stillstand ist Rückschritt und Okay. das ist für mich so, trifft eine Entscheidung,
geh voran, probier es aus und ist besser als ängstlich irgendwo in der Ecke zu sitzen und ja, Spielball Ja. zu werden. Und genau, das war früher es fällt mir jetzt da wegen Spielball, fällt es mir ein, lieber Spieler als Ball. Das ist stark. Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Ja, ich würde sagen, mit den Worten beenden wir es für heute. War sehr, sehr inspirierend. Danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht machen wir es ja demnächst irgendwann nochmal. Sehr gerne, das hat mich auch sehr gefreut. Sehr, sehr schön. Und ja, genau, genau. Hast du zufälligerweise noch irgendwelche letzten Worte, die du sagen möchtest? Irgendwie Marketing fürs Werk 1 zum Beispiel? Das übernehme ich sonst sowieso noch, aber Nein, also ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir den einen oder anderen Hörer, Hörerin beim Werk 1 begrüßen können, entweder ja, im Café, auf den zahlreichen Events. Nutzt auch wirklich die Chance, hierher zu kommen, euch mit Gleichgesinnten, mit Open-Minded Digital Natives, ja, Hashtag, wirklich auszutauschen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Jedes Gespräch ist super inspirierend. ja. Wir sind ein offenes Zentrum für alle Leute, die was bewegen wollen und nehmen jeden herzlich auf. Und ja, deshalb vielleicht sehen wir den einen oder anderen oder die eine andere Das hoffe ich. demnächst mal hier. Ansonsten siehst du immer mich, dann passt das schon Das mal. freut mich auch jeden Tag. Perfekt, danke dir, Robert. Ich sag danke.